Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. People who don't belong to themselves anymore. Ihr Leute, die ihr nicht mehr euch selbst gehört, Because you've been purchased and bought by Him. weil ihr von ihm gekauft und erkauft worden seid. Now look, Schau, it's not only that He claims you to be His very own. es ist nicht nur so, dass er dich als sein Eigentum beansprucht. I mean, He has a right to do that. Dazu hat er auch ein Recht. But Peter is telling us something beyond that. Aber Petrus sagt uns etwas, das darüber hinausgeht. You know, there's one thing if God says, look, I paid for you, I claim you, you now belong to me. Es ist eine Sache, wenn Gott sagt, schau, ich habe für dich bezahlt, ich erhebe Anspruch auf dich, du gehörst jetzt mir. But He says these words. Aber dann schreibt er diese Worte, He did this so that. er tat dies damit. Now we see that there is a purpose in His purchasing us. Jetzt sehen wir, dass es einen Grund dafür gibt, dass er uns gekauft hat. Isn't that interesting how the Bible is clear? Ist das nicht interessant, wie klar die Bibel ist? It's very clear why He purchased us. Es ist ganz klar, warum er uns gekauft hat. And yet the gospel that has been preached all over the world is in many places a selfish gospel. Und doch ist das Evangelium, das überall auf der Welt gepredigt wird, an vielen Stellen ein egoistisches Evangelium. He died for us so that we can have a better life. Er ist für uns gestorben, damit wir ein besseres Leben haben. He died for us so that we can prosper. Er ist für uns gestorben, damit wir wohlhabend werden. He died for us so that we can have wonderful, great life here on this earth and thereafter. Er starb für uns, damit wir ein wunderbares, großartiges Leben hier auf der Erde und danach haben können. Listen to me, my friend. Hör mir zu, mein Freund. Does a great life belong to us? Gehört uns ein großartiges Leben? Because of Jesus? Und zwar dank Jesus? Yes. Ja. Does every blessing in the heavenly place belong to us because of Jesus? Gehört jeder Segen in den himmlischen Örtern uns wegen Jesus? Yes. Ja. Does healing belong to us because of Jesus? Gehört Heilung uns wegen Jesus? Yes. Ja. Does prosperity belong to us because of Jesus? Gehört der Wohlstand uns wegen Jesus? Yes. Ja. But is this why He purchased us? Aber ist das der Grund, warum er uns gekauft hat? No. Nein. These are what I like to call side effects. Das sind, wie ich es gerne nenne, Nebeneffekte. None of this was actually the reason why He purchased us. Nichts davon war der tatsächliche Grund, warum er uns gekauft hat. It's the side effect. Es ist der Nebeneffekt. Look what He said, why He did that. Schau, was Petrus gesagt hat, warum er das getan hat. He did this so that you would broadcast His glorious wonders throughout the world. Er hat das getan, damit ihr seine herrlichen Wunder in der ganzen Welt verkündet. Let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. God never called the Jewish nation because He wanted to prefer one nation above other nations. Gott hat das jüdische Volk nie berufen, weil er ein Volk anderen Völkern vorziehen wollte. That is at least my biblical understanding. Das ist zumindest mein biblisches Verständnis. God never wanted to prefer one person over the other. God loved all people. Gott wollte nie einen Menschen einem anderen vorziehen. Gott liebt alle Menschen. Do you remember one of the first things that God said to Abraham? Erinnerst du dich an eines der ersten Dinge, die Gott zu Abraham sagte? In Genesis 12? In 1. Mose 12. I bless you and make you a blessing. Ich segne dich und mache dich zum Segen. So God's heart has always been people. Gottes Herz hat also immer den Menschen gehört. All people. Allen Menschen. He chose the Jewish nation to bring the glory and the goodness of God to all the other nations. Er hat das jüdische Volk auserwählt, um allen anderen Völkern die Herrlichkeit und Güte Gottes zu zeigen. They have messed up. Sie haben es vermasselt. So Jesus took it from them and gave it now to us. Jesus hat es ihnen weggenommen und gab es uns. And that's the whole warning of Paul to the Romans. Das ist die Warnung von Paulus an die Römer. Don't you think because you have been crafted in that now you're better than them? Denkt nicht, weil ihr eingepfropft worden seid, dass ihr jetzt besser seid als sie. Don't ever think that.
Denk das niemals. You see, God never saved us because we were better, nor did He save us just for us to have a better life. Gott hat uns nie gerettet, weil wir besser waren, und er hat uns auch nicht gerettet, damit wir ein besseres Leben haben, But so that we can show His incredible goodness to everybody. sondern damit wir seine unglaubliche Güte allen zeigen können. It's so clear. Das ist so klar. He claims us as His very own so that you would broadcast His glorious wonders throughout the world. Er beansprucht uns als sein Eigentum, damit wir seine herrlichen Wunder in der ganzen Welt verbreiten können. I love, and I'm sure a lot of you know that, Ich liebe, und ich bin sicher, viele von euch wissen das, 2 Corinthians chapter 5 and verse 15. ich liebe 2. Korinther 5, Vers 15. This is where God made it so clear. Hier hat Gott es so deutlich gemacht. One died for everybody, Einer ist für alle gestorben, so that those who live damit die, die leben, no longer live for themselves, nicht mehr für sich selbst leben, but live for Him who died for them. sondern für den, der für sie gestorben ist. Think about this. Denk darüber nach. You were called to live for Him and make His greatness known to everybody. Du wurdest dazu berufen, für ihn zu leben und seine Großartigkeit allen bekannt zu machen. Do you know, this is where clericalism has made so much mess. Hier hat der Klerikalismus so viel Unheil angerichtet. This is where religion has destroyed so much. Hier hat die Religion so viel zerstört. Think about what religion and clericalism has done. Denk darüber nach, was Religion und Klerikalismus angerichtet haben. It has filled our hearts with a lie that the evangelists are called to evangelize. Sie haben unsere Herzen mit der Lüge gefüllt, dass die Evangelisten dazu berufen sind, zu evangelisieren. Why is this such a lie? Warum ist das solch eine Lüge? Because if you study the Bible carefully, you will find out Weil, wenn du die Bibel sorgfältig studierst, findest du heraus, that what we call the ministry gifts, prophets, evangelists, pastors and teachers, dass das, was wir die Dienstgaben nennen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer, they have been called to equip the whole church to show the goodness of God to the whole world. dazu berufen sind, die ganze Gemeinde auszurüsten, um der ganzen Welt die Güte Gottes zu zeigen. My dear friend, Mein lieber Freund, the evangelists are not called to reach the world. die Evangelisten sind nicht dazu berufen, die Welt zu erreichen. Every single Christian has been called Jeder einzelne Christ ist berufen, to broadcast God's glorious wonders throughout the world. Gottes herrliche Wunder in der ganzen Welt zu verbreiten. That is why He claims you His own. Deshalb beansprucht er dich als sein Eigentum. Two things. 2 Dinge. God wants you to experience His glorious wonders today Gott möchte, dass du heute seine herrlichen Wunder erlebst and every day of your life. und jeden Tag deines Lebens. And then God wants you to show His glorious wonders to everybody around you. Dann möchte er, dass du seine herrlichen Wunder allen um dich herum zeigst. Yes, you. Ja, du. You are supposed to show His glorious wonders. Du sollst seine herrlichen Wunder zeigen. So today, here's what you do. Also mache heute Folgendes. You say, Lord, I am here available. Sprich, Herr, ich bin hier verfügbar. I make myself totally available to spread your glorious wonders wherever I go. Ich stelle mich völlig zur Verfügung, um deine herrlichen Wunder zu verbreiten, wo immer ich hingehe. I surrender Ich gebe mich hin, to you. dir hin. Use me. Benutze mich. And then He will use you. Und dann wird er dich gebrauchen. Isn't that beautiful? Ist das nicht wunderbar? What a great purpose we all have. Was für eine großartige Bestimmung wir alle haben. See you tomorrow. Bis morgen.